glaube, die grosse Kristallkugel, das ist als Skirennfahrer das Größte, was man gewinnen kann. In der Schweiz fahren über 1 Million Menschen Ski. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man es an die Spitze schafft, ist relativ klein. Das harte Training, die körperliche und mentale Belastung und die vielen Reisen, für das braucht es echte Leidenschaft. Leidenschaft ist die Motivation, alles dafür zu tun, seine Ziele zu erreichen, auch wenn sie Wochen, Monate oder Jahre weg sind. Es lohnt sich, einen Blick hinter die Kulissen, um die Grundlagen des Erfolgs zu verstehen und der Skisport in seiner ganzen Vielfalt und Tiefe zu sehen. Die Leidenschaft zum Skifahren habe ich sicher durch meinen Vater entdeckt. Die Mama war zwar auch dabei, aber die Leidenschaft ist schon vom Daddy gekommen. Er ist früher ein regionales Rennen gefahren, war noch im Skiclub Hergiswil Trainer. Er hat mich und meine 3 Jahre jüngere Schwester so relativ früh einfach auf die Ski genommen und später auch in die Trainings. Und so ist die Leidenschaft entstanden. Ich glaube, als junger Athlet, ich sage jetzt 15, 16, 17, war sicher immer so ein Challenge zwischen Profisport und gleich so ein bisschen die normale Jugend leben. Man ist von einer normalen Oberstufenschule nachher in eine Sportschule gegangen, hatte vielleicht plötzlich andere Kollegen gehabt, wäre auf eine Art gerne auch mal wieder in uns gegangen und gleich hat man am Wochenende immer die Rennen gehabt. Und das ist vielleicht gerade in diesem Alter schlussendlich auch viel Talent, glaube ich, verloren, wo einfach ja, vielleicht sich gleich ein bisschen zu viel für das normale Leben noch interessiert. Ich bin Marc Odermatt, bin 24, komme von Nidwalden und meine grosse Leidenschaft ist Skifahren. Er ist der beste Riesenslalomfahrer der Gegenwart. Er ist schnell unterwegs. Hier durch. Odermatt ist Adelbodensieger. Ja, ich glaube, es ist eine unglaubliche Saison. Das kann man sich gar nicht so ausmalen, wenn man das hätte wollen. Ich könnte es da, glaube ich, ja, wirklich jedes Wochenende stoppen. Es hat angefangen in Sölden mit dem Sieg. Lake Louise, wir haben das beste Abfahrtsergebnis mit dem Platz 4. In Beaver Creek gerade auch den ersten Super-G gewinnen, im zweiten Zweit. Auch den Riesenslalom in Val d'Isère gewinnen. Eine Woche später in Alta Badia erst und zweit werden. Bormio wieder eine Woche später, wir haben das erste Abfahrtspodest. Nachher Silvester ein paar Tage Pause gehabt, dann ist es weitergegangen mit für mich persönlich Saison-Highlight in Adelboden mit dem ja, für mich schon unglaublichen Sieg, das was ich dort erleben konnte. Dann gerade weiter mit meiner Wengen-Premiere, wo ich den Super-G gewinnen konnte. In der Abfahrt Platz 2, Woche später Kitzbühel bis zum letzten Zacken viel riskiert. Hinter dem BA zweit wurde auch ein riesen Highlight gewesen. Und die Olympia-Goldmedaille ist klar ja, ganz oben einzustufen. Ja, ich glaube, die grosse Kristallkugel, das ist als Skirennfahrer das Größte, was man gewinnen kann. Das habe ich auch schon immer als mein allergrößtes Ziel erklärt oder auch in der Anfangssaison schon als mein Ziel für diese Saison erklärt. Und von dem her ja, das Größte, was einer gewinnen kann. Ich glaube, es gibt nicht so viele andere Sportarten, wo man mit 100 km/h unterwegs sein kann, mit einfach 2 Brettern an die Füße. Das ist wirklich so, dieses Geschwindigkeitsgefühl, das gibt eine gewisse Freiheit und das finde ich richtig schön. Der Moment, wenn ich die Ski anlege, ist einfach Heimat und Freiheit. Für mich wirklich ein unbeschreibliches Gefühl.
Am schönsten ist die Freiheit, wenn du Ski fährst, wo du an nichts denken musst und du schaffst wirklich komplett umschalten. Und das Gefühl von Geschwindigkeit, Adrenalin und ja, eine Piste zu fahren mit Toren, ohne Toren, eigentlich ist das ziemlich egal, solange dass es gibt 2 Stück Holz unter die Füße und Schnee unter denen. Der Hauptgrund, das behauptet jetzt einfach, dass die meisten den Profisport wählen, ist, mehr Emotionen zu erleben. Der beste Rat, den ich jetzt einem Athleten geben kann, genieße das, was du machst. Skisport erleben in der Natur ist etwas vom Schönsten. Sport und Psychologie tut das viel verknüpfen, die beiden Leidenschaften von mir, die für mich noch eine doppelte Faszination reingibt. Und darum würde ich sagen, ich bin sehr leidenschaftlich als Psychologin im Sport unterwegs. Ich fühle mich auch nicht so alt, wie ich bin. In dieser Entwicklung fühle ich mich noch immer mittendrin und hoffe noch immer etwas beitragen zu können. Skifahren im Herz. Am Schluss geht es um das. Skifahren, ob es ein Skirennfahren ist oder einmal Powdern. Am Schluss geht es darum, dass Skifahren etwas vom Schönsten ist, was es auf der Welt gibt. Und wenn man in der Luft ist, dann ist man einfach in dem Moment und man genießt das Skifahren und man denkt an nichts anderes. Hingabe, Fleiß, Hartnäckigkeit, Präzision, Feingefühl, Talent. Das sind alles Ausdrücke, die man natürlich mitbringen muss, wenn man im Profisport erfolgreich sein will. Letztlich ist, ich glaube, die Leidenschaft für das, was man tut, ist das Entscheidende. Leidenschaft bedeutet, zu 100% hinter dem zu stehen, was man tut. Was für manche nur ein Sport sein mag, ist für andere der Lebensinhalt. Jeder Mensch besitzt Leidenschaft. Die Herausforderung ist, sie zu finden und dafür zu kämpfen. Hast du deine Leidenschaft schon gefunden?